Hallo Retro-Freunde! In diesem neuen Video dreht sich diesmal alles um Filme, die ich die letzten Tage, Wochen mir zugelegt habe, die jetzt in meine Sammlung gewandert sind. Wieder schöne, neue, alte Filme und vielleicht ist für den einen oder anderen auch noch ein Tipp dabei. Also seid gespannt, fangen wir an! Ja Leute, wie ihr wisst, ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, ich bin ein großer Filmfan, natürlich hauptsächlich Filme der guten alten Zeit, nenne ich es mal, ja, der 80er Jahre, der 90er bis hin zu Mitte, Ende der 90er, aber auch 70er Jahre und dahinter, sage ich mal, darunter auch noch, ja. Und ich möchte euch, wie gesagt, in diesem Video jetzt mal kurz vorstellen, was ich Neues in meiner Sammlung habe. Ja, ich kann sagen, die Filme habe ich von Amazon erhalten. Ja, Amazon hatte wieder ein Angebot, ja, 10 Blu-rays für 50 Euro. Ja, das heißt, macht summa summarum 5 Euro pro Blu-ray. Und wie ihr wisst, ich kaufe mir Filme nach wie vor physisch. Ich möchte die in der Hand halten, ich möchte die in den Player einlegen. Ja, und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen streame ich auch mal was oder so. Ja, aber ich kaufe mir keinen Film digital. Ich möchte die wirklich in meiner Sammlung haben und dann angucken, wenn ich sie möchte und nicht, ob der Anbieter, der Online-Anbieter den Film aktuell im Sortiment hat oder nicht. Ja, und wenn ihr das auch wisst, dann wisst ihr auch, genau, also ihr wisst auch, dass ich halt nicht Unsummen für die Filme ausgebe, sondern habe mir ein Limit gesetzt, wie gesagt halt, ja, und sage für einen normalen Film 5, 6 Euro, ja, wenn es hochkommt, auch mal ein Zehner, das muss aber schon irgendwie ein besonderer Grund sein, wieso ich 10 Euro für einen Film ausgebe. Und diese Angebote von Amazon, da schlage ich immer gerne zu. Ja, langsam wird es ein bisschen eng, langsam wird es ein bisschen schwierig, 10 Filme zusammenzukriegen in diesem 10 für 50 Angebot. Diesmal habe ich es wieder hingekriegt und möchte euch jetzt vorstellen, was ich da gefunden habe. Und wie gesagt, vielleicht kann ich dem einen oder anderen den einen oder anderen Film auch noch schmackhaft machen. Ja, anfangen möchte ich mit 1, 2, 3. Ich nenne es mal Comedy-Filmen oder Action-Comedies, ja, und einer meiner Lieblingsschauspieler der 80er Jahre ist einer, der halt leider Gottes aufgrund seiner Krankheit nicht so viele Filme gemacht hat, wie man es gerne gehabt hätte wahrscheinlich, denn es ist Michael J. Fox, bekannt aus Zurück in die Zukunft, und ich habe mir in diesem 10 für 50 einmal den Film Auf die harte Tour geholt. Ja, Auf die harte Tour ist eine Comedy, eine Action-Comedy, ja, in der Michael J. Fox einen Schauspieler spielt, der einen Privatdetektiv, einen Agenten, einen Ermittler in Filmen spielt, ja, der immer alles super und einfach löst und so weiter. Und für seinen neuen Film soll er halt mit einem echten Cop, und das ist hier der James Woods, auch einer meiner Top-Favoriten, also richtig ein Charakterschauspieler, richtig cooler Typ, ja, soll er mit dem halt einen ganz normalen Tagesablauf mal verbringen, und er merkt dann auf einmal, dass halt Cop sein doch nicht so einfach ist, wie das Ganze immer bei ihm gespielt ist. Ja, und den Film hatte ich schon auf DVD, habe ich jetzt aussortiert, habe den jetzt auf Blu-ray, und ich sage hier immer gerne, von wann die Filme sind, und der ist jetzt von 1991. Ja, 91, Michael J. Fox, Auf die harte Tour. Ja, wenn ihr Michael J. Fox mögt, wenn ihr Action-Comedies mögt, auf jeden Fall ein Tipp von mir. Der zweite Film, auch nochmal Michael J. Fox, diesmal kein Action, diesmal auch wieder Comedy, aber kein Action, eher eine Romantik-Comedy, keine Love Story, aber ein romantischerer Film mit Comedy-Ansätzen, und zwar hier ein Concierge zum Verlieben. Ja, wenn ihr den nicht kennt, auch hier Michael J. Fox natürlich die Hauptrolle, und er spielt einen Concierge von einem Hotel, der einen Traum hat, sein eigenes Hotel zu eröffnen. Ja, so lange halt ist er halt quasi der Hiwi für alles und betreut die Gäste so gut es geht und lernt dann halt eine Dame kennen, die von ihrem Kerl quasi nur sitzen gelassen wird und verliebt sich in die. Und ja, es ist eine schöne Romantik-Comedy. Auch diesen Film hatte ich auf DVD, habe die DVD jetzt aussortiert, habe den jetzt auf Blu-ray, und auf Blu-ray reichte mir dann auch, ja, ich brauche dann kein 4K, 8K, 16K, 32K, was auch immer, was dann noch kommen würde. Die Blu-ray reicht mir jetzt für diesen Film, und der ist von 1993, also kurz nach dem Auf die harte Tour hat er halt diesen
Concierge zum Verlieben gemacht, der Michael J. Fox, und somit wächst meine Michael J. Fox-Sammlung immer weiter und ich bin auch bald komplett, was seine Filme angeht. Er hat ja, wie gesagt, leider Gottes nicht so viele gemacht. Ja, 1, 2 fehlen mir noch, aber dann habe ich alle Filme von dem Klassiker Zurück in die Zukunft, wie gesagt, bis halt zu Auf die harte Tour etc. Weiter geht es mit einer weiteren Comedy, mit einem meiner, ich habe so viele Lieblinge, aber mit einem meiner Lieblingscomedians aus den 80ern, und das ist kein geringerer als Chevy Chase. Ja, Chevy Chase finde ich einfach klasse, finde ich mega, und da war ein Film dabei, und zwar Viva Las Vegas. Ja, das ist ein Film über die Familie Griswold, und die Familie Griswold, ich glaube, es gibt 4 oder 5 Filme mit dieser Familie, mit Chevy Chase, ja, Hilfe, die Amis kommen, etc., ja, schöne Bescherung, der Weihnachtscomedy-Film schlechthin, ja, den muss man in der Sammlung haben. Ja, und der hier ist so der Nachzügler gewesen, der ist von 97, und wie unschwer zu erkennen ist, macht sich die Familie Griswold auf nach Las Vegas. Randy Quaid ist auch wieder mit dabei, das ist ja quasi der Onkel oder irgendwie sowas halt, ja, der auch in eine schöne Bescherung zu Besuch kommt, ja, und die erleben halt alle möglichen Eskapaden. Natürlich geht alles schief, was schief gehen kann, ja, und Chevy Chase, wie er die Sachen meistert, ich finde es einfach klasse, ich finde seine Comedy, seine Mimik, ich finde es einfach grandios. Ja, also, wenn ihr den nicht kennt, schaut mal rein, macht ihr nichts falsch, wenn ihr auf Comedy der guten alten Zeit steht. Viva Las Vegas, die Griswolds. So, und jetzt haben wir noch einen, und ich glaube, das ist so die letzte Comedy in Richtung Comedy. Ja, und zwar haben wir diesmal auch wieder jemanden, der leider nicht so viele Filme machen konnte, der halt früh verstorben ist. Und zwar ist es John Candy zusammen als Dream Team, sage ich mal. Das kann nur gut sein, ja, mit Dan Aykroyd in einem Film The Great Outdoors oder auf Deutsch Ferien zu dritt. Ja, ist auch eine Comedy, da sagt schon alles, sind 2 Familien, die halt draußen in der Wildnis quasi in witziger Weise ums Überleben kämpfen, ja, Leute, die halt keine Wildnis gewohnt sind. Also es macht echt Spaß, den zu gucken. Der ist von 1988, und wie gesagt, Dan Aykroyd mit seiner Comedy, die er hat, ja. Nicht jeder Film von ihm ist gelungen, finde ich, ja. John Candy schon was anderes, da kann ich eigentlich alles von ihm schauen, ja. Ich finde den einfach klasse, den Typ, ja. Und wie gesagt, eine schöne Ergänzung, den hatte ich auch noch nicht gehabt. Ja, den hatte ich auf DVD nicht gehabt, und somit halt Erstsichtung auf Blu-ray, Ferien zu dritt von 1988, genau. Ein schöner Comedy-Film aus der guten alten Zeit. So, jetzt haben wir einen Film, der ist, ja, ich weiß nicht, ob man es Comedy, Action, so eine Mischung nennen kann, ja. Und zwar gibt es hier einen Schauspieler bzw. eine Sängerin, die zu dieser Zeit, der Film ist von 85, 85 ist der Film, ja, ist mit Madonna, ja, und zwar ist das hier der Film Susan verzweifelt gesucht. Ja. Ich lese es vielleicht gerade mal vor, ich glaube, das erklärt es eher, als wie wenn ich jetzt irgendwas zurechtstammele. Und zwar heißt es, in einer Kleinanzeige entdeckt die frustrierte Hausfrau Roberta Glass den Hilferuf eines jungen Musikers, Jim. Und zwar, der Hilferuf ist, Susan verzweifelt gesucht. Ja, als sich darauf Susan, und das ist die Madonna, ja, ebenfalls über eine Kleinanzeige meldet und sich mit Jim verabredet, beschließt Roberta, jene mysteriöse Susan kennenzulernen. Ja, voller Neugier und ihres kleinbürgerlichen Vorstadtlebens müde fährt sie nach New York und beobachtet das Treffen der beiden. Also eine Stalkerin in den 80ern. Ja, fasziniert von Susans lebendiger und extrovertierter Erscheinung versucht Roberta zu sein wie sie. Guckt es euch an, ja, ich finde, das ist ein Kultfilm aus den 80ern, war nicht wirklich ein erfolgreicher Film, ich glaube, der ist auch mehr oder weniger gefloppt, aber er gehört für mich zu den 80ern, wie Madonna zu den 80ern gehört, und deswegen reiht er sich jetzt auch in meine Sammlung ein. Weiter geht's direkt mit dem ersten. Es ist kein Action richtig, es ist kein Drama, es ist Crime, es ist so eine Mischung. Und zwar haben wir hier einen jungen Kevin Costner und einen schon gestandenen Gene Hackman in dem Film No Way Out, es gibt kein Zurück. Ja, No Way Out ist ein Film, da geht es um ein Liebesdrama, sag ich mal. Ja, Kevin Costner verliebt sich in eine Frau,
Gene Hackman was ist er? Er ist Verteidigungsminister, genau richtig, ja, und er schlägt seine Frau, mit der Kevin Costner ein Verhältnis hat. Kevin Costner ist ein Navy-Offizier und die Frau stirbt, fällt unglücklich und stirbt dabei, ja, und die Polizei geht vor Mord aus und dann beauftragt Gene Hackman Kevin Costner, der eine Affäre mit der Frau hatte, das Ganze zu vertuschen. Er weiß nicht, dass Kevin Costner eine Affäre hatte. Also es ist so ein bisschen so ein Verwirrspiel, so ein Kammerspiel. Finde ich richtig, richtig gut. Finde ich richtig klasse. Der Film ist von, jetzt muss ich hier wieder suchen, ich hätte es mir mal vorher aufschreiben sollen, von 87. Ja, also noch weit vor, 3 Jahre vor dem Robin Hood, noch vor Waterworld etc. Aber ein klasse Film, gefällt mir sehr gut. Kevin Costner, Gene Hackman, No Way Out. So, jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich hier einen Film, der ist auch aus den 90ern jetzt mittlerweile, ist der. Und zwar von 1991. Das ist ein Actionfilm. Und zwar Schauspieler Jeff Speakman. Ja, und zwar ist der Film, der Titel des Films ist Eine perfekte Waffe. Und hier unten drunter habt ihr noch Uncut stehen. Da seht ihr, der Film ist ab 16 freigegeben. Der Film war Anfang der 90er, wie so vieles, ist rausgekommen mit FSK 18, beziehungsweise sogar ist auf dem Index gelandet. Ja, das heißt, der Film durfte nicht beworben werden, der Film durfte nur unter der Ladentheke quasi verliehen werden oder ausgeliehen werden oder verkauft werden, so rum. Ja, und ist, ja, 1991, ja, also 30 Jahre her. Und da kräht jetzt heute kein Hahn mehr danach. Ja, die Filme werden alle, wenn die Leute es wollen, neu geprüft. Ja, das kostet natürlich ein bisschen Geld, glaube ich, ja, aber die Filme werden neu geprüft und kommen dann halt mit der FSK ab 16. Manchmal sind sie sogar ab 12 mittlerweile halt, ja, werden sie neu geprüft und kommen mit dieser Altersfreigabe raus, weil das, was da früher brutal war oder irgendwelche Gewaltszenen, irgendwelche Crime, Sexszenen, keine Ahnung was, das ist heutzutage, das siehst du, wenn du draußen die Tür rausguckst, ja, wenn du die Tagesschau guckst, ja, dann siehst du Schlimmeres, ja, und es ist ein Kampfsport, Martial Arts Film, ja, und ich lese auch mal kurz vor, weil den Film wird wahrscheinlich keiner oder sehr wenige von euch kennen, ja, und zwar Jeff Sanders kehrt nach jahrelangem Training als Meister des Kenpo-Karate zurück nach Los Angeles, wo ihn ein Hilferuf seines Mentors Kim erreicht. Ja, dieser wird von Mitgliedern der koreanischen Mafia bedroht, die sich die Goldenen Fäuste, intelligenter Titel, die Goldenen Fäuste nennen. Als Kim kurz darauf brutal ermordet wird, wie kann es auch anders sein in so einem Film, schwört Jeff Rache und versucht, die Mörder zur Strecke zu bringen. Dabei muss er das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Harter Tobak, Leute. Richtig cooler Film, hat mir früher richtig gefallen. Ja, Jeff Speakman ist so, ja, so ein B-Movie-Schauspieler, der nie in den B-Movie-Status eines Jean-Claude Van Damme oder Dolph Lundgren gekommen ist. Ja, aber kurzweiliger Film, Anfang der 90er, schöner, solider Actionfilm. Ja, eine perfekte Waffe für so einen schönen, ja, Abend mit ein bisschen Popcorn und Bier oder was auch immer ihr gerne trinkt, auf jeden Fall zu empfehlen. So, der nächste Film ist ein Klassiker, den solltet ihr auch wiederum alle kennen. Der ist von, lasst mich kurz gucken, 91, von 92 ist er. Und zwar ist das, den hatte ich auch auf DVD, auch jetzt wieder getauscht, Upgrade auf Blu-ray. Und zwar haben wir hier Francis Ford Coppolas Dracula mit Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder. Ja, ein mega Film, ja, was die Kamerafahrten, was die Einstellung, was die Musik angeht. Ja, ein Dracula-Film, so wie Bram Stokers den Dracula geschrieben hat. Ja, also kein Christopher Lee Dracula mit schwarzem Umhang etc. und Fledermausgedöns, sondern es ist ein richtig, richtig cooler Film. Der hat auch für die damalige Länge hatte er eine lange Laufzeit gehabt. Ja gut, nee, doch nicht 127 Minuten, doch das war schon relativ lang für damals, ja. Ist restauriert worden hier oben, 4K, maximales Bild, erweiterter Farbraum. Bah. Ich habe mir den Film jetzt nicht geholt, weil er auf 4K ist, ja, sondern weil es halt auf 4K Remastered ist, sondern weil es halt eine Blu-ray ist, ja, und die Blu-ray halt eine längere Lebensdauer und vielleicht auch die ein oder andere bessere Farbe, was auch immer, gegenüber der DVD hat. Aber in erster Linie möchte ich den Film halt auf dem Medium haben, dass ich halt auch in
ja, absehbarer Zeit oder unabsehbarer Zeit noch abspielen kann, noch anschauen kann. Und da ist die Blu-ray wesentlich langlebiger als die DVD. Deswegen meine Entscheidung halt abzugraden und den Film jetzt in meiner Sammlung zu haben. Ja, ähnlich verhält es sich mit dem nächsten Film. Ein Film, der auch aus den 90ern ist. Und zwar müsste das auch so 92 sein. Wo haben wir es hier wieder stehen? Ich finde es jetzt nicht, aber Anfang der 90er ist es auf jeden Fall, bevor ich jetzt noch länger hier runter gucke, ein Film, der mich damals, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, sowas von gefesselt hat. Ja, ich fand den so genial, ich habe teilweise Gänsehaut gehabt, ich fand die Musik klasse, ich fand die schauspielerischen Leistungen Wahnsinn und das Ende hat mich sprachlos zurückgelassen. Ich fand es mega geil und es handelt sich um Léon oder Léon, der Profi von Luc Besson, ja, französischer Film oder französischer Schauspieler, Jean Reno, mit auch wiederum Gary Oldman wie bei Dracula, mit, ich glaube, die erste Rolle von Natalie Portman, ja, und Danny Aiello, der glaube ich auch leider schon verstorben ist. Ja, da geht es um einen Killer, der in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem Wohnkomplex wohnt und mitbekommt, wie die Tochter des Nachbarn an seine Tür klopft, weil bei ihnen mit Drogen gedealt wird und gerade in dem Moment halt alle abgeknallt werden, ja, von der Polizei, die halt selbst mit dem Zeug dealen und so weiter. Und er lässt die Tochter rein und da beginnt halt so eine Freundschaft zwischen den beiden, zwischen diesem wortkargen Killer, der eigentlich ein total lieber, netter Kerl ist, der sich um seine Pflanze kümmert, der im Sitzen schläft und seine Milch trinkt. Es ist ein Wahnsinnsfilm, der mich so gefesselt hat und den ich immer wieder angucken kann. Richtig klasse. Wenn ihr den nicht kennen solltet, was ich nicht hoffe, ja, dann schaut ihn euch an, dann holt ihn euch. Den gibt es für einen schmalen Taler zu kaufen und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, und der letzte Film von den 10 für 50 ist auch wieder einer, den ich jetzt abgegradet habe, den ich auf DVD hatte und jetzt halt die Blu-ray mir geholt habe. Es ist ein Actionfim, auch 90er Jahre und da müssten wir es schneller haben. Der ist von 96, also schon ausgehendes, ja, die ausgehenden 90er Jahre. Und zwar ist es Einsame Entscheidung mit Kurt Russell und mit einem 2-Minuten-Auftritt von Steven Seagal. Ist auch wieder ein toller Film. Ein Flugzeug wird entführt und Kurt Russell muss halt da irgendwie die Leute retten. Ist so im Zuge dieser Stirb-langsam-Filme und der Steven Seagal Alarmstufe Rot-Filme und so weiter halt rausgekommen. Ja, ist was in der Luft. Ich finde ihn richtig klasse. Ja, 133 Minuten Action ohne Ende in diesem Film. Auf jeden Fall eine richtige Kaufempfehlung. So Leute, das waren die 10 für 50 Amazon-Filme, das heißt 5 Euro pro Film. Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr die Filme? Interessieren euch überhaupt Filme aus der alten Zeit oder sagt ihr, nee, nur, was weiß ich, Marvel, Avengers und so weiter ist klasse? Oder sagt ihr, ja, so richtig schöne handgemachte Sachen, Comedy, die Schauspieler aus den 80ern, das ist noch was, womit ich mich identifizieren kann. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ja, lasst mich auch wissen, ob ihr die Filme habt oder ob ihr euch die vielleicht auch noch holen möchtet. Wenn ihr jetzt vielleicht eine Inspiration bekommen habt, ja, und den ein oder anderen Film vielleicht jetzt nach diesem Video euch mal anschaut. Auch das schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt, ob ihr da meiner Meinung seid oder ob ihr sagt, ich rede hier nur Schwachsinn und der Film ist doch total übel und schlecht. Lasst es mich wissen, interessiert mich. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefällt. Und solltet ihr noch kein Abonnent sein und weitere Videos von mir nicht verpassen möchten, dann klickt doch auf den Abo-Button und abonniert auch das Glöckchen und somit werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video an den Start geht. In diesem Sinne Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, euer Retro Rauner.